Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir oder die meisten von Ihnen, die hier zusehen, und ich, gehören zur United Army of Dog People, oder? Ja. Natürlich unterscheiden sich unsere Geschmäcker, auch haben wir zu verschiedenen Dingen unterschiedliche Ansichten, ganz klar und völlig normal. Doch bei den meisten von uns ist es so, dass wir sie alle mögen, egal ob Mix, Chihuahua, Irish Wolfhound oder andere, oder? Ich gehe davon aus. Doch so groß unsere Army auch ist, diejenige der Menschen, welche ihr nicht angehören, ist weit größer. Und in dieser werden Hunderassen meiner Meinung nach als eine Dreiklassengesellschaft wahrgenommen. Wir haben hier die Willkommenen, die gerade noch so akzeptierten und die Ausgestoßenen. Was meine ich damit? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie treten mit Ihrem Hund in einem gut besuchten Gastgarten eines österreichischen Heurigen ein, um dort Speis und Trank zu konsumieren. Wenn Sie dort mit einem Golden Retriever einkehren, werden Sie höchstwahrscheinlich kaum beachtet werden. Das eine oder andere, ist der schön oder ist der süß? Das dürfen Sie schon erwarten. Doch meistens war es das und Sie können sich als willkommener Besucher fühlen. Treten Sie dort mit einem kapitalen deutschen Schäferhund ein, könnten Sie schon mit mehreren Blicken konfrontiert werden. Auch hier darf man mit Sätzen wie ein toller Hund oder ein Prachtkerl rechnen. Doch könnte es hier schon vorkommen, dass andere Gastgartenbesucher einige Zentimeter zur Seite weichen, während sie auf der Suche nach einem Platz mit ihrem Hund knapp an diesen Personen vorbeigehen. Ja. Höchstwahrscheinlich wären sie nicht ganz so willkommen wie mit dem süßen Golden Retriever. Aber man würde sie mit ihrem schneidigen deutschen Schäferhund dort akzeptieren, sage ich mal. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie erscheinen dort mit einem kräftigen Bull Terrier. Im Nu wäre der Großteil der Blicke auf Sie gerichtet und die Leute würden untereinander zu flüstern beginnen, mit Ihnen und Ihrem Hund als Thema. Beim Suchen eines Platzes würden Sie klar erkennen, dass Unbehagen bei den Leuten auftritt. Sätze wie ein schöner Hund oder ein Prachtkerl sind auch hier nicht ausgeschlossen, denn klarerweise besuchen auch eingeschworene Hundefans Heurige. Ja? Aber sie wären eher weniger zu erwarten wie beim süßen Golden Retriever oder beim schneidigen deutschen Schäferhund. Sehr wahrscheinlich fühlen sie sich mit ihrem Bull Terrier dort nicht wirklich willkommen. Die Flüsterei mit Blickrichtung auf sie und ihrem Hund zeugt auch nicht unbedingt von echter Akzeptanz. Sie fühlen sich eher wie ein Ausgestoßener dort mit ihrem mittelgroßen Kraftpaket. Oder ich denke, viele von Ihnen werden mir hierzu beipflichten, dass das Ganze so aussehen könnte, höchstwahrscheinlich auch so aussehen würde. Ja. Weshalb diese Dinge so sind, wie sie sind, das wissen wir natürlich ganz genau. Ich würde sagen, wir sehen uns mal etwas näher diese Ausgestoßenen an. Ja, in dieser Gesellschaft glänzen die Bull Terrier Rassen ganz besonders. Doch begann die negative Wahrnehmung diesen Hunden gegenüber in Mitteleuropa etwa erst in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts anzurollen. Davor waren kaum welche in Österreich, Deutschland, der Schweiz oder angrenzenden Ländern anzutreffen. In Großbritannien war es nichts Großes, einen Standard Bull Terrier oder Staffordshire Bull Terrier zu besitzen. Ähnlich mit den amerikanischen Bull Terriern. Während der American Pit Bull Terrier in der USA von der normalen Gesellschaft so gut wie nicht bemerkt schon seit dem 19. Jahrhundert in seiner eigenen Welt existierte, war es gang und gäbe, den American Staffordshire Terrier auf Farmen als Arbeits- und Jagdhund zu halten. Ja, und dann, als in den 80ern der erste Bull Terrier seinen Weg ins europäische Rotlicht fand, begann der Stein diesbezüglich zu rollen. Mythen wie Gebissperre oder Unbesiegbarkeit vermischten sich mit Fakten wie enorme Kraft und beeindruckende Optik. Und schon wurden diese Hunde für Menschen interessant, welche zwar nichts vom Tier verstanden, aber eine respekteinflößende Legende an der Leine führen wollten. Und obwohl ich heute viel mehr Menschen kenne, die ihre Bull Terrier fantastisch und vorbildhaft führen, kleben Vorurteil und Ablehnung wie Superkleber an diesen Hunden.
Jeder Vorfall, in welchem ein Bullterrier involviert ist, wird gierig von Medien aufgesogen und abenteuerlich präsentiert. Journalisten schreiben von geladenen, entsicherten Waffen auf 4 Beinen, welche hauptsächlich von ganz bestimmten Klientel gehalten werden und tragen somit fest dazu bei, dass sie beim Besuch eines Heurigen in Österreich mit ihrem Bullterrier so angesehen werden, wie ich es zuvor erzählt habe. Sehen wir uns die nächsten Ausgestoßenen an, und das sind die Molosser-Rassen. Nein, ich spreche hier nicht von Leonberger Neufundländer oder Bernardiner, ich spreche von Cane Corso und Co. Deutsche Dogge oder deutscher Boxer sind Molosser, an welche man bei uns schon lange gewöhnt ist. Die wuchtigen, großen, kurzhaarigen Hunde mit mächtigen Köpfen in der Manier von Cane Corso, Bullmastiff und den anderen klassischen Molossern allerdings, deren Aufmarsch begann erst recht spät. Natürlich begegnete man ihnen auch schon in den 70ern und 80ern des vorigen Jahrhunderts. Doch war es damals noch eher ein Wow-Erlebnis, solch einen Exoten anzutreffen. Heutzutage aber sehen Sie Cane Corso und Co. genauso häufig wie Pudel oder Cocker Spaniel. Ähnliche Geschichte wie bei den Bullterriern. Zuerst in Händen von Leuten, die sich von Mythen und Fakten beeindruckt zeigten, dann in Händen von Besitzern, welche diese wundervollen Hunde fantastisch führen. Doch diese Hunde sind gewaltig stark und in falschen Händen schnell dazu fähig, sensationsgierigen Journalisten Material zu liefern, und leider taten sie das auch schon häufig. Der Rottweiler. Der nimmt eine spezielle Rolle in dieser Gesellschaft ein. Geliebt, gefürchtet, gehasst. Eine der tollsten Diensthunderassen der ganzen Welt, die aber nicht immer so einfach ist, wie viele sich das vorstellen. Dieser Hund ist gekonnt erzogen und gehalten. Ein absoluter Traumhund. Aber, und hinter dieser Meinung stehe ich felsenfest, in Händen von komplex behafteten Menschen oder völlig ahnungslosen, schnellentschlossenen kann der Rottweiler ein äußerst unangenehmer Hund werden, wie sehr viele Vorfälle leider beweisen. Die Medien schreiben dann ganz schnell vom Kampfhund Rottweiler. Menschen wechseln die Straßenseite, wenn sie mit einem Rottweiler entgegenkommen, und Länder verbieten die Einfuhr und den Neuerwerb dieser Rasse. Genauso wie es im Kanton Zürich seit Jänner 2025 der Fall ist. Dieser Hund ist eine herrliche Rasse in den richtigen Händen, aber viel zu oft ein Anziehungspunkt für die Falschen. Die Herdenschutzhunde. Die sind die jüngste Erscheinung in der Gesellschaft der Ausgestoßenen. Die nahmen Fahrt auf, als Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu boomen begannen. Kangal, Kaukase und Allerlei sind hier federführend. Waren diese Hunde bis vor 20 Jahren eher nur Hirten- oder Herdenschutzhunde-Profis vorbehalten, laufen heute Jugendliche mit diesen Hunden herum und erzählen ihnen, dass das die stärksten Hunde der Welt sind. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Die Medien freut das. Uns nicht. Ja, so sieht das aus, liebe Zuseher. So viel erstmal zu den Ausgestoßenen. Kurz mal reingesehen zu den Akzeptierten. Ja, hier 4 Beispiele von Hunden, denen man häufig klar erkennbaren Respekt zollt, ja, die aber weit seltener im negativen Sinne von Medien erwähnt werden. Hunde, welchen die gewisse Anziehungskraft für bestimmte Leute fehlt. Und genau zweites ist der Grund, warum es mit diesen Hunden weniger verheerende Unfälle gibt, als zum Beispiel mit den Ausgestoßenen. Warten Sie, bevor Sie protestieren. Mir ist klar, ich weiß, dass einige dieser gezeigten Hunde hier hohe Plätze in diversen Statistiken einnehmen. Das weiß ich. Ich spreche von extremen Vorfällen, in welche die Ausgestoßenen doch häufiger involviert sind. Weil sie einfach weit häufiger in nicht geeigneten Händen zu Hause sind. Das ist nun mal so. Die Akzeptierten sind nicht harmloser als die hier genannten Ausgestoßenen. Sie sind nur viel öfter, weit häufiger in den richtigen Händen. Das ist meine Meinung. Jetzt kurz mal reingesehen in die Willkommenen. Auch hier haben wir 4 Beispiele von Hunden, welche Menschen, die auf Mythen und Fakten der Ausgestoßenen stehen, absolut nicht interessieren. Auch eher weniger Fans der Akzeptierten ansprechen, da diese Menschen mehr den fürhärteren Sporthund suchen. Hier finden wir zumeist
Besitzer, die den flockigen, zarten Weg der Hundehaltung bevorzugen und sich einen Hund nehmen, dem man nachsagt, er wäre dafür geeignet. Selbstverständlich kommen Beißvorfälle auch bei den Willkommenen vor, Golden Retriever und Co. Doch zu wenig dramatisch für Journalisten das Ganze, weswegen das auch nicht so breit getreten wird wie zum Beispiel bei den Ausgestoßenen. So ist das Ganze. Ja? Können wir hierbei Veränderungen erwarten? Können wir hier mit Veränderungen rechnen? Nun, verändert hat sich ja schon einiges. In Großbritannien haben sie den American Bully XL seit Februar 2024 verboten. Dort ist es illegal, diesen Hund zu besitzen, es sei denn, man hat eine spezielle Ausnahmegenehmigung. Im Kanton Zürich ist der Rottweiler seit Jänner 2025 verboten. Menschen, welche diese Hunderasse schon vor diesem Zeitpunkt besaßen, müssen bis Ende Juni 2025 eine Haltebewilligung beim Veterinäramt einreichen. Eine gewisse Plattform hat schon eine Mitbestimmung angeboten, in welcher es darum geht, den Rottweiler in der ganzen Schweiz zu verbieten. So weit sind wir schon. Ja. Klar, die Politiker, können weltweite Zucht- und Haltungsverbote aussprechen. Das können sie. Ja. Das liegt in ihrer Macht. Im Nu wären die Ausgestoßenen weg von der Bildfläche. Das würde nur einige Jahre lang dauern. Würde das wirklich etwas an den Problemen ändern, die dafür verantwortlich sind, dass das alles überhaupt geschieht? Ich denke nicht. Die Menschen, welche diesen Stein ins Rollen gebracht haben, die würden sich um Alternativen umsehen, ganz sicher. Ja? Und von solchen Alternativen gibt es genug. Und ganz schnell ist einer der Akzeptierten dann zu einem Ausgestoßenen gemacht. Es würde sich nur das Bild hier verschieben. Davon bin ich überzeugt. Ja? Was bleibt der Politik also über? Sollen sie alles verbieten, das über 15 Kilo schwer wird? Nun, so wie die Politik zu diesem Thema gepolt ist, würde mich das nicht überraschen. Ja? Diese Leute gehen häufig gerne den einfachsten Weg. Ich sage nur, mit April 2025 in Kraft tretendes Verbot des sportlich ausgeübten Schutzhundetrainings für Privatpersonen in Österreich. Ich sah erst gestern auf einem österreichischen Nachrichtensender eine Werbung, in welcher das Inkrafttreten dieses Gesetzes mit April 2025 bejubelt wird. Ja, hier wird nicht von einem Verbot des Sportschutzes oder der sportlich ausgeführten Schutzarbeit gesprochen, sondern hier wird davon gesprochen, dass unsere Hunde gerettet werden, weil zukünftiges Angriffs- und Beißtraining verboten wird. Ja. Liebe Grüße an alle Gebrauchshundesportler da draußen. Was soll ich Ihnen sagen? Ja, also, meiner Meinung nach sollten hochbezahlte Entscheidungsträger endlich damit beginnen, ihr Gehirn einzuschalten, ja, damit aufhören, Rassen zu verbieten oder deren Attraktivität durch erhöhte finanzielle Belastung versuchen zu vermindern. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja? Der Fokus gehört zu 100% auf den zukünftigen Hundehalter gelegt. Hier gehört angesetzt. Hier muss man anpacken und ein ausgereiftes, bis ins letzte Detail durchdachtes Konzept erarbeiten. Ja, das ist viel Arbeit und eine komplizierte Geschichte, ganz klar. Doch die Politiker, die werden alle fürstlich von uns Steuerzahlern entlohnt. Sollen sie was tun für ihr Geld? Und natürlich für uns, denn dafür sind sie ja da. Eine gute Arbeit diesbezüglich und die Dreiklassengesellschaft der Hunde hat sehr gute Chancen auf eine Zweiklassengesellschaft mit Willkommenen und Akzeptierten zu schrumpfen. So sehe ich das, liebe Zuseher. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.